Ja, ich habe gesehen, dass der Ball durchgekommen ist an der Seite und ich habe gesehen, dass Pascal noch da in der Restdefense war. Also bin ich reingegangen und dann hat Karim den Ball auch noch ein bisschen berührt. Das hat ihn noch perfekter für mich so hingelegt und dann habe ich ihn sehr gut getroffen, würde ich sagen. Been running a lot up and down during on the left side. This time I was in the box. Giroud took a finish, and luckily the rebound came out to me, and I headed it in. And of course, an amazing feeling, scoring my first goal, but also in front of this amazing atmosphere is just something I've never experienced before, and a lot of emotions. And then there was a very special celebration and jump. Even your teammates looked surprised. You have to explain it to me. Yeah, I used to do this a lot when I was young, but I haven't done it in a while, and not as a professional player. But as I said, there was a lot of emotions, and I wasn't really sure what to do when I scored. So I just tried it out, and then luckily it went well. Überprüft wurde ein mögliches Foulspiel an Spieler Kleinschmidt. Nach Ansicht der Bilder liegt ein Vergehen vor. Meine finale Entscheidung lautet daher Elfmeter für Gladbach. Nach 3 Monaten wieder in der Startelf, Sieg, Tor. Wie zufrieden stehst du jetzt gerade hier? Ja, ich glaube, man muss zufrieden sein. Also wieder zu spielen, wieder dabei zu sein, die letzten paar Spielen und dann auch mit dem Tor bin ich natürlich sehr glücklich. Ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns heute und eigentlich jetzt jedes Spiel, weil wir können eigentlich keine Punkte verlieren. Aber zuerst genießen wir das heute und dann geht's weiter. I think we had some very good situations, some good periods when we play with high intensity, high ball speed, running a lot for each other, winning duels. But also I think we had some periods where we didn't really do it. I think a little bit up and down, but of course we won the game, got 3 points, and we're very happy with this, of course. Es war, du hast gesagt, wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Dann liegt man 0:1 zurück. Verliert noch Maxi Bayer verletzungsbedingt und trotzdem dann vor der Pause so fulminant zurückgekommen. Ist das auch oder inwieweit ein Ausdruck, dass ihr gefestigter seid durch die guten Resultate der letzten Woche? Ja, ich glaube, wir haben in den letzten Wochen selbstbewusst wieder mehr gehabt. Auch das Spiel gegen Barca, wo wir in der Woche gewonnen haben, nicht geschafft haben, aber ich glaube, wir haben ein sehr gutes Gesicht gezeigt und wir wussten, dass wir die Qualitäten haben. Und dass wenn wir einfach weiter arbeiten, weiter füreinander kämpfen, dass Tore kommen und das passiert. And how important were these 3 points today? Yeah, very important. It's a lot of teams close in the table competing for the European spots. So of course it was a very important win. Einmal noch ganz kurz die Szene in der zweiten Halbzeit, die zum Elfmeter geführt hat. Wie hast du sie erlebt? Ja, ich glaube, wir sind beide einfach zum Ball gegangen. Ich glaube, er hat den Ball vor mir getroffen und dann nicht so unter seinem Fuß. Ja, ich weiß nicht, aber am Ende hat er den gegeben und ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Es war dein 200. Pflichtspiel für den BVB, erstmal Glückwunsch dazu. Wollen wir natürlich auch wissen, wie geht's dir? Musst du zuletzt ja auch mal pausieren, was sagt der Körper? Ist okay, es könnte besser sein, es könnte aber auch schlechter sein und ich kämpfe mich ein bisschen durch die letzten Wochen und werde ich auch die nächsten Wochen hoffentlich, aber mir geht's okay.
Du hast es durchkämpfen. Insgesamt, wie nimmst du die Mannschaft jetzt in den letzten Wochen wahr, nachdem man jetzt wirklich auch in der Bundesliga überzeugende Siege gefeiert hat, in der Champions League diese Gala. Wie nimmst du die Mannschaft aktuell wahr? Ja gut, wir gewinnen die Spiele, das ist das Wichtige und so muss es sein. Ich glaube, heute auch war am Anfang nicht unser bestes Spiel, dann am Ende der ersten Halbzeit machen wir zum Glück 3 Tore. Und zweite Halbzeit war vielleicht auch nicht unser bestes Spiel, aber trotzdem, wir sind da, wir verteidigen gut, wir schmeißen uns da rein und so muss es sein. Einfach die Spiele gewinnen, am Ende geht es ums Gewinnen und deswegen schon sehr, sehr gut, was wir machen letzte Woche. Dann darf der Kapitän jetzt noch die Richtung vorgeben. Noch 4 Spiele, 4 Punkte Rückstand auf Champions League. Wie sieht die Marschroute aus? Ich habe sehr oft dieses Jahr gesagt, ich meine es auch nur so, ist jetzt nicht nur so gesagt, sondern ich finde einfach, wir müssen echt schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Und dann am Ende werden wir sehen, wo wir landen werden. Klar, Champions League wäre schön, wollen wir alle am Ende, klar, aber wir müssen mal Spiel zu Spiel schauen. Nächste Woche in Sinsheim wird es nicht einfach. Jedes Spiel ist jetzt für uns ein Endspiel und so müssen wir das auch sehen. Und ich glaube, die gleiche Motivation wie heute, wie gegen Barca in den letzten Wochen, weitermachen und hoffentlich können wir es schaffen.